Wenn du vielleicht auch gerade studierst und noch nicht so richtig weißt, was du danach machen möchtest, dafür ist die Arbeit bei DHL auch wieder super, denn hier gibt es so viele verschiedene Abteilungen, wo man danach anfangen könnte. Hallo, ich bin Lisa. Ich arbeite seit 2017 hier am DHL Drehkreuz in Leipzig. Vielleicht kennt ihr mich ja schon aus anderen Videos. Ich habe hier bei einem Studentenjob angefangen und arbeite jetzt im Qualitätsmanagement in der Zollabteilung. Angefangen habe ich bei DHL über einen Studentenjob in der Sortierhalle. Als dann mein Studium langsam dem Ende sich zugeneigt hat, habe ich mich dann um ein Praktikum bei DHL gekümmert und dort war ich dann im Bereich Customs, Training und Audit tätig. Dort habe ich mich um die Trainingsunterlagen für Customs gekümmert und jetzt arbeite ich dort auch noch fest. Ich habe als Hauptfach klassisch Wirtschaftswissenschaften studiert und wusste dadurch ganz lange nicht, was ich eigentlich machen will. Und als ich dann überlegt habe, welches Praktikum ich vielleicht machen könnte, habe ich mir gedacht, okay, bei DHL, wir sind eine so große Firma und ich fühle mich schon sehr wohl dort. Und von da aus habe ich mich dann erkundigt und das hat dann auch geklappt. Auf das Praktikum bin ich aufmerksam geworden, indem ich mich erstmal an meinen Supervisor im Studentenjob gewandt habe und ihn gefragt habe, wie man sich bei DHL noch weiterentwickeln kann als Student. Und er hat mir dann empfohlen, nach einer Praktikumsstelle im Internet zu suchen, auch auf der Website. Und dort habe ich dann auch die Stellenausschreibung für das Praktikum gefunden. Und wie ich zu meiner Festanstellung gekommen bin, das war so, ich habe direkt am Anfang von meinem Praktikum gemerkt, dass dieser Bereich Customs und das, was ich dort gemacht habe im Praktikum, mir sehr gefallen hat. Und ich sehr gerne dort auch nach meinem Studium mir hätte vorstellen können zu arbeiten. Und so wie es bei DHL eigentlich immer ist, wurde ich dann auch sofort unterstützt und mir wurden dann auch die Möglichkeiten aufgezeigt, wie ich hier dann übernommen werden kann. Und dann habe ich mich später auf die Stelle beworben und das hat dann auch geklappt. Meine größte Herausforderung bisher war eigentlich überhaupt zu wissen, was ich bei DHL machen könnte, weil es gibt hier so viele verschiedene Abteilungen, wo man anfangen kann. Und das richtige Praktikum für mich zu finden, war erstmal unter den vielen Möglichkeiten etwas schwierig. Für meine beruflichen Ziele möchte ich mich sehr gerne immer noch weiter bei DHL entwickeln. Ich bin jetzt auch schon tätig als Stellvertreterin für meine Vorgesetzte und mein Traum wäre es, irgendwann auch mal mein eigenes Team zu leiten. Hier seht ihr meinen alten Arbeitsplatz in der Sortierhalle. Ich habe hier immer die Pakete aus den Containern genommen und dann die Packstücke aufs Band gelegt. Als Einstieg hier bei DHL finde ich den Studentenjob hier in der Sortierhalle super, denn so lernt man schon alle Prozesse und Abläufe hier im Unternehmen kennen und man sieht live in der Praxis, was mit den Sendungen passiert. Und außerdem lernt man auch schon die anderen Kollegen kennen und findet so schon auch die ersten Freundschaften. Hier noch ein kleiner Tipp von mir, wenn du auch in der Sortierhalle arbeitest und vielleicht auch Lust hast, auch nach deinem Studium hier am Hub zu bleiben. Das Wichtigste, was ich dir mitgeben kann, ist einfach offen auf die Leute hier zuzugehen, denn jeder ist bereit, weiterzuhelfen und auch Tipps zu geben. Das Besonderste für mich am DHL-Drehkreuz sind auf jeden Fall meine Kollegen. Also in allen Abteilungen, wo ich bisher war, hatte ich ein super Team und mir wurde immer sofort geholfen und ich habe mich mit jedem so gut verstanden und ich hätte mir keine besseren Kollegen wünschen können. Außerdem gibt es hier noch viele andere Vorteile, die mir gut gefallen, zum Beispiel das Jobticket oder auch die Möglichkeit, seine Arbeit auch flexibel dem Studium nachzuplanen. Bewirb dich jetzt auf anpacken-dhl.de und werde ein Teil des Teams.